Dieses Video ist dank der Unterstützung von Radaddle möglich, einer der ältesten Tabletop-Shops in Deutschland. Bevor wir nun die Regeln für The Barons War lernen, brauchen wir erstmal eine Armee. Und damit herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Mein Name ist Sascha und ja, wir werden uns in den nächsten Wochen mal ein bisschen intensiver mit The Barons War beschäftigen. Ihr wolltet auf jeden Fall ein Einführungsspiel haben, beziehungsweise wir lernen so ein bisschen Schritt für Schritt die Regeln. Ich lerne es gleichzeitig mit, wir können es gemeinsam lernen und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise. Aber bevor wir jetzt erstmal loslegen können, brauchen wir eine Armeeliste. Und das ist relativ gut und einfach gemacht. Alle Regeln hierfür findet ihr im entsprechenden Regelbuch. Ich habe hier schon eine kleine Streitmacht ausgehoben vor ein paar Monaten, als wir dieses Thema angegangen sind. Da habe ich mir 8 Bauern zusammengebaut, 6 Ritter, 6 Sergeants und 6 Bogenschützen. Ja, das war so der Anfang, das war so ein bisschen aus der Starterbox, aber aus der Starterbox könnt ihr noch viel mehr machen, denn hinter mir auf dem Maltisch seht ihr vielleicht schon, war gestern richtig fleißig, habe nochmal 10 weitere Bauern angemalt, 6 Ritter, 6 Sergeants, 6 Armbrustschützen, meinen Baron und den Lord. Die stehen also schon dort parat. Und vor mir, das werde ich heute Abend machen, sind nochmal 10 Ritter und 12 Sergeants auf dem Pferd. Also die werden heute Abend noch bemalt und ich muss sagen, ich bin mit der Bemalung, geht das super geil mit Speedpaints bzw. Contrast, Express Color. Express Color male ich inzwischen sehr, sehr gern. Stark verdünnt, einfach auftragen, eine Schicht drüber, funktioniert mega gut. Ja, ich habe mich für ein Farbschema entschieden, Rot-Gelb, die Farben der Normandie, weil meine Geschichte ist ja so ein bisschen, mein Baron kommt ursprünglich aus der Normandie. Dementsprechend habe ich mich für Rot-Gelb entschieden. Gelb und Rot eigentlich 2 richtig ekelhafte Farben, funktioniert aber mit Kontrast auch sehr, sehr gut. Ich habe bei dem Gelb 2 Schichten aufgetragen, das funktioniert dann sehr, sehr gut. Bei dem Rot braucht man nur eine Schicht. Und bei den Schilden habe ich mich tatsächlich für die Marker entschieden von AK Interactive. Und zwar die Real Color Marker. Das funktioniert richtig, richtig geil. Ich habe mir mal dieses Set gegönnt. Da sind alle Farben drin enthalten, die es gibt. Und damit könnt ihr einfach direkt losmalen. Also es sind halt mehr oder weniger Acrylstifte. Und das ist für die Schilde perfekt. Das heißt, ihr braucht gar keine Farbe anmischen, sondern ihr malt direkt einfach Gelb und Rot. Die Marker decken sofort. Ihr braucht da nur eine Schicht drüber machen und ihr seid praktisch fertig. Also Farbschema und Bemalung relativ einfach und simpel gehalten. Noch eine vernünftige Base-Gestaltung dazu und dann auf dem Spieltisch sieht das schon ganz ordentlich aus. Aber jetzt müssen wir natürlich irgendwie das Ganze zusammenkriegen und wir brauchen eine Punktzahl. Denn wir Tabletop-Spieler, gerade wir deutschen Tabletop-Spieler, brauchen natürlich Punkte. In anderen Ländern ist das nicht ganz so, gerade im historischen Bereich, aber wir brauchen natürlich eine Punkteanzahl und man geht hier so von einer kleinen Streitmacht, so von 500, 600 Punkten aus. Größere Spiele sind dann schon 1000 Punkte bis 1500. Man kann das Ganze natürlich auch noch größer spielen, dementsprechend dauert es länger. Die Armeelisten an sich sind sehr simpel aufgebaut. Und zwar werde ich euch das jetzt noch mal kurz hier erklären und dann gehen wir aber an den PC, denn es gibt inzwischen auch einen guten Army-Builder über New Recruit. New Recruit ist ein Army-Builder, wo ihr ganz viele Sachen mitmachen könnt. Und unter anderem findet ihr auch dort The Barons War. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Den werden wir gleich mal ausprobieren. Ich habe ihn mir gestern nur ganz kurz auf dem Handy angeguckt. Wir werden es jetzt gleich auf dem Desktop-PC ausprobieren. Und dann versuchen wir das Ganze auch mal so hinzubauen, dass wir das auch vernünftig ausdrucken können. Denn das einzige Problem, was wir hier noch haben, wir haben hier nicht irgendwie so ein Sheet oder sowas, wo wir unsere Armee eintragen können. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Wenn wir das Ganze mit der Hand aufschreiben, das können wir natürlich machen, ganz oldschool-lastig, das geht, aber wir haben natürlich gar keine Werte und das ist so ein bisschen blöd. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz rein und ich erkläre euch, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja, im Prinzip ist es relativ einfach. Was wir brauchen, ist eine Command Group, wo quasi der Baron mit enthalten ist, wo man noch weitere Sachen mit hinzufügen kann, zum Beispiel einen Musiker oder einen Bannerträger oder einen Priester oder sowas. Das kann man zum Beispiel in so eine Command Group mit reinpacken. In der Regel sind es immer Ritter, die diese Command Group bilden und dann bauen wir drumherum. Dann gibt es noch 2 Sonderregeln, die jede Armee mit sich bringt. Und zwar unterscheiden wir nicht in den verschiedenen Armeen, sondern es ist halt für das feudale Europa. Das heißt, jede Armee hat quasi die gleiche Sonderregel. Es wird wahrscheinlich noch die eine oder andere Erweiterung kommen. Ich kann mich daran erinnern, in der ersten Edition gab es auch zum Beispiel so eine Kreuzzug-Erweiterung, wenn ich mich nicht irre. Da wird es wahrscheinlich noch andere Sonderregeln gegeben haben. Und ich denke mal, das wird
wahrscheinlich in der zweiten Edition fortgeführt, beziehungsweise ich bin mir nicht so sicher, wie man das, ob man die erste Edition mit integrieren kann. Falls ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann machen wir lediglich 3 Unterschiede. Es gibt den Baron, das ist Tier 3 Level, dann haben wir Lord, das ist Tier 2 Level und dann haben wir Warrior, das ist Tier 1 Level. Das heißt, wir haben den Baron, Tier 3 hat extra Stats, dort können wir quasi den Baron und den Mounted Baron auswählen. Dann haben wir Lord Tier 2 Level, die haben ebenfalls andere Stats, die unterscheiden sich minimal. Dort haben wir quasi den Lord, den Mounted Lord. Wir haben darunter die Sergeants at Arms und die Mounted Sergeants at Arms und den Knight Commander. Die fallen quasi auch in dieses Tier 2 Level, das heißt, die benutzen alle die gleichen Stats. Und dann haben wir Warriors, das ist dann das Tier 1 Level. Das ist nochmal ein extra Stat-Kasten. Also was heißt Stat-Kasten? Wir haben halt immer den Unterschied zwischen Veteran, Regulär, Irregular und Green. Und dann haben wir die verschiedensten, Defense, Angriff, Bewegung und so weiter. Das ist aber sehr minimal. Das unterscheidet sich jetzt nicht großartig, sondern es gibt kleine Unterschiede. So, und unter Warriors fallen dann die Ritter, die berittenen Ritter, die Sergeants, die Marksman Sergeants, die Mounted Sergeants, die Crossbowmen, die Bowmen, Spearmen, die Mönche und natürlich auch die Bauern. Die besitzen also alle das gleiche Profil und können dann über die verschiedensten Optionen noch verbessert werden. Und das finde ich bei The Barons War ziemlich cool, denn wir können hier die verschiedenen Einheiten einfach noch ein bisschen verändern. Das heißt, klar, wir haben unsere Standardeinheit. Du kannst erstmal auswählen, okay, welche Bewaffnung trägt diese Gruppe gerade. Dann kannst du noch auswählen, was für eine Rüstung sie trägt und was für ein Schild sie trägt. Das kannst du innerhalb dieses Blocks einfach auswählen. Das kostet natürlich auch unterschiedliche Punkte. Und vorher wählt ihr natürlich noch den Zustand aus. Sind es reguläre Truppen, sind es Veteranen? Dementsprechend verändert sich natürlich die Basis oder der Basispunktewert. Und wir können mal ein Beispiel machen, zum Beispiel der Ritter. Wir haben hier eine Experience, das heißt, das sind die Basiskosten. Wir können hier Irregular, Regular oder Veteran spielen. Und zum Beispiel Regular kostet so ein Ritter 16 Punkte und als Veteran kostet er 19 Punkte. Dann können wir gucken, okay, er hat hier Abilities schon mit dabei, also Eigenschaften, die er schon von Haus aus mitbringt. Einige Eigenschaften noch nur regulär. Ne? Das heißt, wir haben hier 2 Sonderregeln. Die eine kann er erst nutzen, wenn er regulär ist und kann nicht als Green zum Beispiel. Oder nee, Irregular. Green Ritter gibt es nicht. Doch, der grüne Ritter, den gibt es bei Warhammer. Dann können wir eine Waffe auswählen. Auch hier müssen wir dann die Punktkosten aus der Tabelle ausrechnen. Und wir haben noch eine Rüstung und wir haben noch ein Schild. Das muss man alles noch hinzuzählen. Das machen wir aber gleich am Rechner. Das macht er dann automatisch. Da könnt ihr das dann mal genau sehen, wie das alles passiert. Und dann gibt es noch eine schöne Sache. Und zwar könnt ihr weitere Eigenschaften mit hinzukaufen. Auch das natürlich über Punkte. Aber so könnt ihr zum Beispiel verschiedene Eigenschaften mit reinbringen und so jede Einheit stark individualisieren und unterscheidet sich dann trotzdem von deinem Gegner. Das heißt, ihr habt zwar die gleichen Truppen auf dem Tisch, Ritter, Bogenschützen, Bauern, aber die haben unterschiedliche Eigenschaften und das macht es dann natürlich interessant. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt an den Rechner ran und bauen jetzt einfach mal unsere erste Liste. So, wir befinden uns jetzt auf der New Recruit Startseite. Ihr seht schon newrecruit.eu, also es ist auf jeden Fall eine Desktop-Anbindung und keine App-basierte Geschichte. Das heißt, überall, wo ihr Internet habt, könnt ihr diese Anwendung natürlich auch nutzen. So, wir sind jetzt hier auf meiner Home-Startseite. Ihr seht schon, welche Spielsysteme hier sind. Age of Sigmar 4.0, Barons War, Horus Heresy, The Ninth Age, Warhammer 40k 10. Edition, Warhammer The Old World. Ja, ist ein bisschen älter schon das Ganze, aber wir wollen natürlich Barons War 2nd Edition und wählen das Ganze mal aus. So, jetzt sind wir auf der Barons War 2nd Edition Seite. Wir können jetzt Create List machen. Wir können jetzt hier noch einen Namen geben. Wir machen einfach mal Test List. Und Create List. Und hier sehen wir schon die gesamte Auflistung. Das, was ich euch schon erzählt habe, die verschiedenen Tiers. Das heißt, wir haben hier Warriors Tier 1, Lord Tier 2 und Baron Tier 3. Hier unten haben wir noch Faction. Wir haben die Feudal European Faction Sonderregel. Das ist bislang auch die einzigste Regel, die wir haben. Die kann also jeder auswählen. Die wählen wir natürlich auch aus. Und hier auf der rechten Seite wird euch schon angezeigt, was genau diese Regel bedeutet. Die Sonderregel haben wir also mit einem Klick ausgewählt. Jetzt beginnen wir, unsere Liste zu bauen. Wir nehmen als Beispiel meine Miniaturen, die ich bereits habe. Das heißt, wir fangen mit unserem Baron an.
Wir haben einen Baron zu Fuß, also einen normalen Baron, keinen Mounted Baron. Den wählen wir aus. Das heißt, ihr seht schon, hier wird euch die 1 angezeigt. Es wird automatisch ausgewählt. Hier oben werden dann immer direkt die Punkte gezeigt. So, wir haben eine Voreinstellung. Wir haben Baron regulär, wir haben ein Schwert, wir haben eine Rüstung, wir haben ein Medium Shield und wir haben die 3 verschiedenen Sonderregeln. Und auf der rechten Seite könnt ihr nun das Ganze verändern. Das heißt, wir haben hier einen regulären Baron. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte lieber einen Veteran spielen, dann klickt ihr einfach auf Veteran und die Punkte verändern sich natürlich. Wir haben hier dann direkt 42, hier oben hat sich dann auch schon was verändert und so bauen wir das Ganze weiter. Wir wollen einen regulären Baron haben. Mein Baron hat auf jeden Fall ein Schwert, das können wir so lassen. Wir haben die Rüstung, wir haben ein Shield, wir können hier noch auswählen zwischen Medium Shield und Large Shield. Wir bleiben mal bei dem Medium Shield und wir können jetzt hier noch Command Upgrades mit reinsetzen. Zum Beispiel ein Banner, wir können einen Musiker mit reinpacken oder noch einen Priester. Das haben wir alles aktuell noch nicht, also von daher lassen wir das Ganze auch. So, das heißt, wir haben unseren Baron ausgewählt, das reicht in dem Fall. Wir haben hier noch ein Ausrufezeichen. Wir brauchen noch Retinue requires one selections more of Retinue Leader. Okay, das lassen wir erstmal so stehen. Wir machen weiter mit unserem Gefolge. Einen Lord habe ich aktuell noch nicht mit dabei. Das heißt, wir fangen erstmal an mit Bowman. Wir wählen das aus. Und hier haben wir angezeigt, 4 Bogenschützen sind hier Standard. Wir haben hier die Sonderregel von denen, also 4-mal Bogen Regular. Hier können wir auf der rechten Seite wieder das Ganze verändern. Wir bleiben bei regulären Truppen. Wir werden aber die Anzahl erhöhen. Das heißt, wir haben 6 Bogenschützen. So, wir können denen jetzt noch eine Rüstung geben. Mail Armor, nein, wir geben ihnen eine Padded Armor. So, das heißt, mehr können wir jetzt hier auch nicht auswählen, bis auf Feudal European Abilities. Das ist jetzt ganz wichtig für eure Individualisierung der Truppen. Wenn wir das aufklicken, haben wir hier jede Menge Eigenschaften, die wir dem Bogenschützen noch zuteilen können. Auch das ist natürlich begrenzt, aber wir können jetzt hier unsere Einheit noch individualisieren. Das machen wir jetzt noch nicht, weil ich möchte erstmal ohne Sonderregeln spielen. Ich möchte das Ganze erstmal nackt einfach antreten. Und da muss ich mir die Eigenschaften mal durchlesen, was die alles so können und was für Bogenschützen dann natürlich auch Sinn macht. So, das heißt, wir haben unseren Baron, wir haben unsere 6 Bogenschützen. Nun gehen wir weiter. Ich habe Knights. So, auch hier voreingestellt 4 Ritter. Da möchte ich erhöhen, denn ich habe 6 Ritter und kann daraus auch meine Command Group machen. Das machen wir in dem Fall auch. So, das heißt, unsere 6 Ritter sind die Command Group. Wir haben unsere Sonderregeln. Auch hier können wir jetzt natürlich nochmal weitere Eigenschaften auswählen, aber das lassen wir in dem Fall. Wir haben ein Schwert. Wir haben eine Mail-Rüstung und genauso lassen wir sie auch. So, was haben wir noch? Wir haben Levi, also Bauern. Bauern habe ich 8 Stück an der Anzahl. Das heißt, wir erhöhen auf 8. Sie sind irregular, wir haben Handwaffen, wir können ihnen noch Schilde geben, haben sie aber nicht. Auch hier können wir wiederum noch Regeln einpacken. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Handwaffen, keine Schilde, ganz nackt, 96 Punkte. So, Marksman Sergeants, militante Monks, Mounted Knights, Mounted Sergeants, Sergeants und Spearmen. Ich habe noch Sergeants, die packen wir auch noch mit rein. Auch hier habe ich 6 Stück an der Zahl. Sie sind ausgestattet mit einem Schwert, mit einem Medium Shield und Padded Armor. Theoretisch könnte man jetzt auch die zu einer Command Group machen, wollen wir aber nicht. Unsere Ritter sind die Command Group. Und ja, jetzt schauen wir uns unsere Liste an. Wir haben unseren Baron, wir haben unsere 6 Sergeants, wir haben unsere 8 Levi, wir haben unsere 6 Knights und wir haben unsere 6 Bowmen. Und zack, haben wir 508 Punkte. Und jetzt können wir das Ganze exportieren. Und zwar haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können das Ganze als Textform machen, als PDF. Hier haben wir noch irgendein Template und wir haben noch verschiedene Dateiendungen. Die können wir zum Beispiel für den Tabletop-Simulator nutzen. Wir wollen aber ein ganz normales PDF erstellen. Wir klicken da einfach mal drauf.
und zack, wird uns direkt alles angezeigt. Und hier haben wir jetzt auch direkt unsere Einheitenkarten und das finde ich jetzt richtig geil. Das heißt, ihr könnt das euch ausdrucken, ihr könnt das Ganze hier ausschneiden und ihr habt alles auf einen Blick. Ihr habt hier die ganzen Stats, Movement, Attack, Defense, Moral, Actions, ihr habt Equipment, Bogen, Padded Armor, sagt euch genau, was damit anzustellen ist. Wir haben hier noch Effekte, wir haben die Abilities, zum Beispiel die Every Bloody Sunday Regel, can move up to 3 inch and shoot with a bow, even if it fall long range. Und genauso wird das auch hier unten erklärt. Das finde ich also sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben Einheitenkarten, brauchen das Buch eigentlich theoretisch dafür gar nicht nutzen. Und klicken hier unten auf Print, könnt den Drucker auswählen und zack, habt ihr alles auf einen Blick, könnt euch das ausschneiden und könnt direkt an den Spieltisch. Ja, das ging noch ziemlich gut und einfach und genau das hat mir noch gefehlt. Denn ich habe mich anfangs so ein bisschen gefragt, wie macht man das mit der Armeeliste? So, aufschreiben, klar, kein Problem, das funktioniert. Ich kann meine Liste so runterschreiben. Problem ist aber, wo stehen meine ganzen Werte? Ich habe keine Lust, während des Spiels die ganze Zeit immer zu gucken und immer von Seite A nach B zu springen, sondern ich hätte es gerne als Übersicht oder als Einheitenkarte. Und da ist natürlich New Recruit ziemlich geil, denn die bieten uns das natürlich direkt an. Ich verlinke euch das gerne mal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal angucken. Funktioniert auf dem Handy perfekt und funktioniert natürlich auch auf dem Tablet oder Desktop-PC. Auf dem Desktop-PC natürlich noch ganz geil, weil ihr habt dann die Möglichkeit, direkt das Ganze auszudrucken. Ja, und damit hoffe ich, konnte ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Also, ihr habt es gesehen, relativ simpel, relativ einfach. Und jetzt sind wir ready fürs erste Spiel. Ja, diese Liste, die wir jetzt am PC gemacht haben, werde ich jetzt natürlich nochmal verändern, weil natürlich meine ganzen neuen Truppen da noch mit reinkommen. Beziehungsweise, das muss man jetzt mal gucken, auf welche Punktgröße man sich einigt. Für die Einführungsspiele würde ich das jetzt erstmal natürlich sehr, sehr klein halten. Da werden wir erstmal nur, wir werden vielleicht mal das erste Spiel nur mit Infanterie ein bisschen machen, ein paar Bauern, ein paar Sergeants. Dann später nehmen wir ein paar Ritter mit rein und irgendwann gehen wir dann auf die Kavallerie mit ein. Und so können wir das Spiel einfach von Grund auf Stück für Stück lernen. Das machen wir über 2, 3 Folgen, mal gucken. Und dann sollten wir fit sein für ein richtig gutes Spiel. Und dann bin ich gut vorbereitet, um bei Jürgen das erste Spiel zu bestreiten. Und falls ihr jetzt noch mehr Bock auf The Barons War habt, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Dann sehe ich, okay, das Interesse ist da. Ich bleibe weiterhin motiviert und dann gucken wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ich habe richtig, richtig Bock gerade. Ich bin am Häuserdrucken, wie bekloppt. Ich habe irgendwie doch Bock, noch mal so eine Mittelalterstadt zu drucken. Und dank eines Zuschauers, der einen netten Kommentar geschrieben hat, der hat nämlich einen sehr informativen Kommentar geschrieben, und zwar in der neuen Wargame Soldiers and Strategy, Ausgabe 140, glaube ich, soll nämlich auch ein cooles Szenario drin sein für einen Stadtkampf. Und das werde ich mir auf jeden Fall nochmal besorgen. Ich glaube, die gibt es auch als PDF-Download, die Zeitschrift. Oder gibt es die überhaupt noch als Printversion? Ich weiß es gar nicht. Aber ich werde mir das PDF auf jeden Fall besorgen und werde mir das Szenario mal anschauen. Denn irgendwie habe ich ja schon Bock so ein bisschen auf eine Mittelalterstadt. Und ein anderer Zuschauer hatte noch geschrieben, cool wäre auch so die Stadt eher so im Hintergrund. Vielleicht kann man das ja so bauen, dass man eine Stadtplatte hat. Und dann haben wir noch eine Platte, die davor ist. Das Schöne ist, ich habe hier relativ viel Platz im neuen Basement. Das Ganze, die Räume sind alle einfach ein bisschen größer. Ich habe zwar weniger Platz in dem Sinne, aber doch irgendwie mehr. Weil im alten Basement hatte ich sehr, sehr kleine Räume. Da habe ich gerade mal eine Spielplatte reingekriegt. Mit Ach und Krach ging da noch eine zweite rein. Dann war es aber schon richtig eng. Hier in dem Raum zum Beispiel kriege ich locker 2 Spielplatten gestellt. Und ich habe gegenüber auch noch einen Raum, wo man auch noch ein bisschen was Größeres machen könnte. Von daher machen wir es einfach ein bisschen größer. Ich habe Bock drauf, freue mich auf euch. Wir sehen uns in meinem nächsten Video hier auf diesem Kanal. Schaut gerne bei unserem Partner vorbei. Links sind natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Toll, dass ihr noch dabei seid. Bis bald und tschüss. Damals mit den Jungs schon immer stundenlang im Keller. Mama fand es nicht so gut, weil draußen wurde schon wieder heller. Trotzdem jeden Abend wieder abgetaucht in fremde Welten. Und ja, wir tauchen immer noch als Männer, nur noch selten. Bold Action Battle Group, Operation Squad. Alter, wir wollen doch nur gammeln, Junge, Hauptsache ist Bock. Also check mal unseren Channel oder komm in unseren Shop. Wir sind völlig anderes Level, aus dem Basement to the top.